Das Werk heißt Wir sind erfrischt von der gleichen Brise. Es ist eine Skulptur / Brückengeländer an der Klosterinsel Rheinau. Es verbindet Festland und Klosterinsel. Die Voraussetzung für das Wettbewerb war Grenzen und ich wollte das umkehren. Mich hat ein bisschen gereizt oder interessiert eher mit der Idee von Grenzenlosigkeit. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass die Natur kann man verstehen als grenzenlose Materie. Und bin mit dieser Idee habe ich das ganze Konzept entwickelt. Ich habe mich mit mikroskopisches Leben auseinandergesetzt. Mich hat sehr interessiert, wie entstehen diese mikroskopischen Bilder, ob es wirklich so in uns aussieht. Ich habe dann für mein Projekt einfach eine Auswahl gemacht aus mikroskopischen Bildern der Wissenschaft und auch so wie komplexere Gebilde, wie ein Gehirn oder wie eine Bienenwabe, einfach was für mich sehr so wie Ursprung des Lebens in Verbindung kommt. Ich wollte, dass diese Arbeit total im Kontext passt, in diese schöne Natur von Rheinau. Ich wollte, dass eben die Arbeit keine Grenze ist, sondern dass es so wie die Arbeit sich schmilzt mit der Landschaft. Der Raum in der Architektur ist mir sehr wichtig, aber auch der soziale Aspekt. Ich schaue immer, wer besucht diese Räume, wer spaziert dadurch. Und ich versuche immer eine Ergänzung zu machen, auch wenn die Ergänzung wie ein Gegensatz sein kann. Natürlich ist ganz modern im Gegensatz zu der Architektur. Aber ich denke auch so gerade mit der Kirche und die Jugendlichen, diese philosophischen Fragen vom Leben, Ursprung des Lebens, woher kommen wir und so. Ich habe gedacht, es streitet sich nicht mit der Religion zum Beispiel, sondern es macht so wie ein Auslöser von Ideen. Es hat auch eine lange Geschichte. Auf dieser Insel war früher eine psychiatrische Klinik. Ich fand das so eindrücklich, wie früher hat man diese Menschen so wie quasi in eine Insel eingesperrt. Ich war bewusst, dass es viel Verkehr geben wird, dass viele Touristen besuchen das Kloster. Ich wollte eben von dieser Öffnung profitieren. Für mich ist sehr wichtig, mit Kunst zu leben, dass man Kunst auch berühren kann. Für mich ist sehr wichtig, dass der Betrachter aus dem Alltag gebracht wird in Gedanken oder in Aktionen, was wir immer alltäglich machen, die gleichen Bewegungen. Das macht uns wie krank, aber wenn Kunst kommt und dann plötzlich sieht man was anderes, plötzlich muss man sich anderes bewegen, das macht unser Leben viel reicher und gesunder. Und da suche ich oft, dass der Betrachter wie aus dem Alltag gebracht wird, so auf neue Ideen gebracht wird oder neue Wege, die Sachen anzuschauen oder Sachen umzugehen. Und das suche ich oft hier, aber auch in meiner Kunst allgemein war immer wichtig.